Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Das größte grafische Update aller Zeiten von Shakes and Fidget ist nun endlich da. Ihr könnt es alle spielen und ich wäre sehr interessiert an eurer Meinung dazu. Wie findet ihr das Ganze? Jetzt habt ihr es ja auf euren eigenen Bildschirmen auch und könnt euch umherklicken und überall durchforsten, wo ihr so Neuerungen seht. Das ganze Grafische hier frisch überarbeitet und ich denke mal, für die meisten wird wahrscheinlich das Ärgerliche sein, dass ihr über das jahrelange angelernte Muscle Memory jetzt auf einmal weg ist. So. Man geht ins Spiel rein, zack, Akademie abholen, Stein abholen, Unterwelt, schnell Gold abholen, schnell Adventure-Matic, dann zack, schnell in die Gilde, bam, bam, zum Kämpfen melden und so. Ne? Was man so die ganzen Jahre über gelernt hat, wo man blind quasi hinklicken muss, ist jetzt auf einmal weg. Muss man wieder neu lernen. Ich bin schon dabei, ich habe schon ein bisschen wieder so, ne, dass man zuerst auf Gebäudemanagement, ne, dann geht man hier, zack, holt man den ab, dann macht man den, zack. So, und als nächstes geht man dann halt in die Gilde. Kann hier auf Teilnehmen, Verteidigung, bam bam, Hydra, so dass die Dailies zumindest abgehakt sind. Ne? Und übrigens hier über diesen Reiter kommt man halt auch zu diesem Task hier, da hatte ich ja gestern noch gesucht gehabt und genau, also man findet sich auf jeden Fall schon so mit ein. Ansonsten habe ich eine Abstimmung auf meinen YouTube-Kanal vorbereitet, da könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen, habe ich eben gerade gestartet. Und zwar, wenn ihr auf meinem Kanal seid, auf dem Tab Community raufgeht, dann könnt ihr hier runter scrollen und dann habe ich mal so eine kleine Umfrage gemacht. Und zwar, findest du das neue oder das alte Design von Shakes and Fidget besser? In Klammern komplettes Update mit inbegriffen. Damit meinte ich, dass das nicht nur auf das Logo, auf das neue Logo mit gemeint ist, sondern das komplette Update. Ja, also wirklich alle grafischen Überarbeitungen, die jetzt hier im Spiel stattgefunden haben. Und ich hatte erst überlegt gehabt, okay, soll ich da jetzt nur neu versus alt machen oder halt eben noch den Reiter Gewöhnungssache, weil es ja am Ende des Tages halt eben auch eine Gewöhnungssache ist, denke ich mal. Es war bisher ja immer so gewesen, dass der Aufschrei ziemlich groß ist, gerade zum Anfang, wenn so ein neues Update draußen ist, dass sich halt viel beschwert wird über die neuen Sachen, weil man halt die alten nicht mehr hat. Es wird einem quasi mehr oder weniger was weggenommen, woran man sich halt jahrelang gewöhnt hat. So, ne? Aber man muss natürlich auch da das so sehen, dass man das Ganze ja auch nicht umsonst macht oder einfach nur so, um irgendwie, weiß ich nicht, den Endnutzer zu verärgern oder sowas irgendwie, ja, sondern das wird ja schon aus gewissen Gründen gemacht, um halt eben platzeffizienter in Zukunft handeln zu können. So, und natürlich ist das alles eine Gewöhnungssache und natürlich kann einem der Grafikstil mehr oder weniger gefallen, aber am Ende des Tages kann ich euch so sagen, wie es ist, wenn man jetzt in 1-2 Wochen sich jetzt wieder umhorcht, dann wird das gar nicht mehr so relevant und gar nicht so Thema sein. Ne? Wie gesagt, es gibt so ein paar kleine Neuerungen auf jeden Fall, über die kann man diskutieren und das ist ja zum Beispiel dieser Urlaubsmodus. Ne? Da hatte ich gestern auch mir das Feedback von euch mal durchgelesen. Ich muss sagen, die Meinungen waren dort eher geteilt. Manche haben mir da zugestimmt, manche haben gesagt, doch, du siehst das so ein bisschen zu engstirnig oder zu kurzfristig. Kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen, die Meinung. Ich bin da ja auch sehr gerne offen für Kritik und wenn ihr sagt, okay, das ist von mir jetzt irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen, ich sehe das so ein bisschen zu eng irgendwie, dann sehe ich das auch auf jeden Fall irgendwo ein, beziehungsweise kann die Ansicht von euch auch nachvollziehen. Zum Beispiel, wenn man für jeden Tag auf diesen Urlaubsmodus geht und da jeden Tag halt eben 75 Pilze bezahlt, das macht halt auch einfach nicht jeder so. Ne? Andere sagen wieder, okay, das finden sie halt eben auch nicht gut, dass das ins Spiel so integriert ist, weil dadurch können halt die eh schon genug Geld ins Spiel packen, halt sich noch mehr zurücklehnen und so. Ne? Aber auf jeden Fall kann ich da beide Ansichten von euch komplett nachvollziehen. Ne? Genau, so sieht das Ganze aus. Der Würfelspieler wurde hier übrigens auch überarbeitet. Wenn man da in den Tab reingeht, dann hat man jetzt hier, dann sitzt man mehr oder weniger quasi direkt hier am Tisch und kann hier gegen den Würfelspieler spielen.
Der Würfelspieler selbst ist zwar jetzt so in dem Fenster nicht mehr so großartig zu sehen, ne? Wie gesagt, für mich selbst ist das ja auch noch alles ein bisschen Umstellung, sag ich mal, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel schnell zur Hexe will, und dann gucken, okay, ich habe jetzt hier nicht mehr mein Inventar auf einmal im Überblick, sondern ich muss dann erst auf den Knopf drücken und dann runterscrollen. Aha, hier haben wir eine Waffe, die können wir dann hier reintun und dann haben wir hier jetzt das auch erstmal soweit erledigt. Ne? Man kommt mit klar auf jeden Fall. Wie gesagt, ich denke mal, man muss sich dran gewöhnen, aber es geht auf jeden Fall schon irgendwie alles so. Ne? Ehrenhalle, da war ich jetzt zum Beispiel jetzt hier noch gar nicht drin. Aber ich denke mal, das geht schon. Ansonsten wollte ich nur Bescheid sagen, dass ich höchstwahrscheinlich, warte mal, muss ich überall erstmal suchen hier. Das kann man übrigens auch ein bisschen nach unten scrollen hier. Dass ich höchstwahrscheinlich auch am Freitag live sein werde und den Serverstart streamen werde. Da werden wir ja dann halt auch einen neuen Account anfangen auf EU13 und das Ganze werden wir dann durchgehen, das allererste Mal gemeinsam zusammen in der neuen Version von Shakes and Fidget. Das wird, denke ich mal, ein bisschen unübersichtlich zum Anfang, beziehungsweise eigentlich wird man jetzt mit der neuen Version anfängerfreundlicher behandelt, beziehungsweise halt an die Hand genommen und kann halt eben das ein bisschen besser einkategorisieren, aber für die alten Spieler ist das natürlich muss man sich erst, wie gesagt, dran gewöhnen. So, wenn ihr eure Dailies abarbeiten wollt und nichts verpassen wollt hier und ihr habt das Gefühl, das ist bei mir momentan der Fall, ich habe nicht ganz alles im Überblick und ich verliere mich so ein bisschen in der Übersicht und ich weiß nicht, habe ich jetzt schon alles gemacht oder nicht, dann ist halt einfach die einfachste Variante, immer nochmal auf den Gauker-Goblin zu gehen und hier könnt ihr dann halt eben, von dort aus könnt ihr halt eben überall easy hinkommen, wenn ihr auf diese kleinen Knöpfe hier halt drückt, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, nee, mir fehlt jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht, muss ich jetzt noch kurz meine Alu machen, Alu habe ich vergessen, gut, da klicke ich hier hin, na, dann kommst du direkt dann halt eben zur Taverne und so weiter und so fort, oder halt eben Arena-Angriffe, kommt ihr halt dahin. Na, ich denke mal, das ist somit das, wo man halt mit am einfachsten gehen kann, so, ne? Wenn man das Gefühl hat. Und wie gesagt, mir geht es halt jetzt häufiger so, gerade zum Anfang, okay, habe ich jetzt nun das gemacht, habe ich jetzt das erledigt und so weiter und so fort, weil vorher, in der alten Version, da habt ihr dieses Muscle Memory, was ich zum Anfang angesprochen habe. Ne? Da habt ihr euch von links an der Seite so von unten bis oben, ich meine, ich habe es so gemacht, durchgearbeitet. Ne? Wie gesagt, Festung, Akademie, Stein abholen, Unterwelt, ne? Adventure-Matic, Goldgrube abholen. Ne? Dann zu den Pets schnell Angriffe machen, füttern. Dann Gilde, Angriff, Verteidigung melden, Gilden, Hydra machen, zack. Dungeon-Versuche, dann als nächstes so Arena, bam bam, ne, hat man alles so schnell links an der Seite durchgeklickt, weil man halt eben diese Reihenfolge über Jahre lang im Kopf hatte und dadurch hat sich halt eben dieses Muscle Memory gebildet. Das ist jetzt nun erstmal wieder weg, aber wie gesagt, das kommt ja auch relativ schnell wieder, indem man halt eben aktiv Shakes spielt, auf jeden Fall. Und demzufolge freue ich mich auch sehr auf den EU13 Serverstart, wenn es dann heißt, dass wir auch eben komplett neu in dieses Update mit neuen Account reingehen, den Tutorial Dungeon mitnehmen werden, mal gucken, was der für einen Impact dann auch hat auf die Zukunft. Ne? Und wie das Ganze dann halt eben dort aussehen wird. Es wird, denke ich mal, ein bisschen längerer Stream werden. Wir werden wahrscheinlich von 16 Uhr oder kurz davor dann bis abends dann 0 Uhr online sein, weil wir ja ab 0 Uhr dann noch dieses SpongeBob Horror Game zocken wollen. Da bin ich halt auch sehr gespannt drauf und deswegen wird das, denke ich mal, ein cooler Abend werden. Und ja, jetzt wollte ich gerade auf den Angriff drücken. Hier, habt ihr es gesehen? Meine Maus ging nach rechts oben. Ja, habt ihr es gesehen? Meine Maus ging nach rechts oben, weil hier mal der Angriffsknopf war. Jetzt muss ich mal erstmal gucken. Ja, Beschreibung, Attribute. Wo greife ich den jetzt hier an? Ja. Wo greife ich ihn denn jetzt an hier? Das gibt's doch nicht. Ah, hier, diesen Spieler angreifen. Oh Mann, Alter.
Ja, das ist halt natürlich, ne, es ist, man kann sagen, okay, das ist nervig, ne, es ist auf jeden Fall, man hat hier auf jeden Fall irgendwie platzsparender gearbeitet, als wenn man dieses Fenster hier so aufgeklappt hat, oder halt eben, ja, ne, aber es ist auf jeden Fall platzsparender, aber etwas umständlicher, weil sonst vorher, okay, man ist in Ehrenhalle, zack, ist hier auf Angriff gegangen, jetzt muss man halt erst gucken, auf Attribute klicken und dann auf Angriff, ja, ist ein bisschen komplizierter. Und direkt hier nach Entern geht leider auch nicht. Also man muss hier manuell anscheinend auch draufdrücken. Weil ansonsten, wenn du ihn einmal angegriffen hast und auf Enter drückst, dann kannst du ihn halt so abfarmen die ganze Zeit. Geht jetzt auch gerade nicht. Mache ich jetzt gerade, falls ihr euch fragt, warum ich das mache. Ich mache das jetzt hier gerade für meine Quest. So, 3-mal Magier angreifen, plus halt mit leeren Händen. Und ja, so könnt ihr euch dann hier halt eben, ne, eure täglichen Sachen abholen und durchforsten und hoffentlich dann auch in Zukunft nichts vergessen. Aber eigentlich wird ja alles wirklich angezeigt, wenn noch irgendwo was offen ist, wenn irgendwo was vollgelaufen ist, wenn irgendwo ein Gebäude ausgebaut ist oder, ne, in der Unterwelt eure Goldgrube vollgelaufen ist, etc. pp. Ne? Es wird ja wirklich alles angezeigt, was ihr machen müsst. Und deswegen sollte da auch eigentlich nicht wirklich was passieren. So. Na, jetzt sehen wir hier, okay, wir haben hier jetzt dieses Ausrufesymbol, das heißt, wir können hier wieder was abholen, zack, und ja, so geht das Ganze dann weiter. Alles klar, Leute. Wie gesagt, schreibt mir sehr gerne mal eure Meinung zu dem neuen Update in die Kommentare. Wie seht ihr das Ganze? Findet ihr das alte besser? Findet ihr das neue besser? Sagt ihr, ey, das ist Gewöhnungssache und man, in 1-2 Wochen ist das alles wieder vergessen so, ne? Deswegen sagt mir sehr gerne da Bescheid. Mich wundert es gerade, warum ich hier jetzt Rechtsklick drauf mache. Ich wollte das gerade verkaufen. Ich kann das für 20 Mille verkaufen. Soll das so? Ich weiß es nicht, weil eigentlich nimmt er ja 10, also 10 Millionen hier. Und jetzt, wenn ich den verkaufe, 20? Nee, ist ein Anzeigefehler. Ich bin von 30 auf 40 gegangen. Okay, gut, alles klar. Dann dachte der vielleicht Texten-Event oder so. Okay, es gibt wahrscheinlich auch noch viele Bugs. Das wird wahrscheinlich auch noch so mit dazu kommen, aber wird wahrscheinlich auch bald gefixt werden, wenn die Community da ein offenes Auge hat und dann viele Reports herausballert. Freunde, das war soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.